Das Wissen, dass das hier mein Zuhause ist und dass egal wo ich bin, ich mein Zuhause immer dabei habe. Ich kann mir im Moment auch nicht vorstellen, wieder in eine Wohnung zu ziehen oder sowas. Mein Geld verdiene ich zu 95% durch Tätowieren. Ich bin Tätowierer und habe hier auf dem Land ein sogenanntes Tattoo-Retreat eröffnet. Das klingt jetzt hochspirituell, ist es eigentlich gar nicht, sondern Retreat, das Wort Retreat bedeutet ja eigentlich nichts anderes als Zeit in Stille. Und ein Retreat hat auch nicht unbedingt was mit Tausenden von Personen zu tun, die zusammensitzen irgendwo, sondern das geht halt auch einfach nur zu zweit. Ich biete den Menschen hier an einen Aufenthalt hier auf dem Land für 3 bis 5 Tage. In der Zeit entwickeln wir zusammen das Tattoo-Design und am letzten Tag ihrer Abreise werden sie dann tätowiert. In der Zwischenzeit können die dann halt sich hier einfach frei bewegen und machen und tun, was sie wollen, können an den Strand fahren, können hier auf dem Land sein, in der Sonne sitzen, was immer sie gerade möchten. Mir ist wichtig einfach, dass man Zeit miteinander verbringt, dass man sich ein bisschen kennenlernt, dass man das Ganze ein bisschen persönlicher gestaltet als jetzt so in einem Tattoo-Studio, wo du dann halt so mehr so einen Durchlauf hast. Und so Sachen wie Miete habe ich hier halt nicht und deswegen kann ich halt einfach mir Zeit nehmen für meine Kunden. Und dann gibt es natürlich auch viele Leute, die einfach mit dem Bus vorbeikommen und sich dann auf dem Weg von Portugal nach Spanien sich hier tätowieren lassen und dann einfach ein paar Tage hier verbringen. Ja, davon lebe ich hier. Der Wille. Weil wenn du es nicht wirklich willst, wirst du es auch nicht machen. Du musst absolut fest davon überzeugt sein, dass du das machen willst. Dann öffnen sich sowieso Türen, kommen Menschen in dein Leben, die dir dabei helfen, das durchzuziehen. Du musst es wollen, aus tiefstem Herzen wollen. Und dann verschwindet auch jegliche Angst und jegliche Zweifel. Die Freude darüber, es zu tun, ist viel größer als jegliche Angst, die dahinter steckt. Ich habe das für mich so erlebt und kann das nur so weitergeben. Einfach machen. Wenn du es machen willst, mach's einfach. Du hast nichts zu verlieren. Du kannst nur gewinnen. Und wenn du merkst, es ist nichts für dich, kannst du jederzeit wieder zurückfahren oder fliegen oder laufen. Ein LT28 von 1985, aufgelastet auf 3 Tonnen. LT heißt Lastentransporter. Bergab mit voller Blase, Heimweh und ein bisschen Rückenwind, fährt auch mal 110. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Das ist mein Zuhause. Hola. Jetzt im Moment habe ich irgendwie Bock wieder auf mehr Gemüse, also grünes Gemüse vor allem. So. Was gibst du denn so aus im Monat an Lebensmitteln? Schwer zu sagen, so um die 400, 500. Wenn ich mir gefüllte Paprikaschoten mache oder sowas, da mache ich mir dann immer gleich 3, 4 Stück und die kann ich dann halt über 3, 4 Tage essen. Angebrannt? Nee. Da ist ein bisschen was angebrannt, ja. Aber das sind Röstaromen, wie Tim Melzer sagt. Brandenburger Röstaromen. Ja, dann guten Appetit. Ja, vielen, vielen Dank. Was hast du denn nur das jetzt? Alles andere ist eine Illusion oder vorbei. Hier haben wir mein Herd drunter. Ein Gasherd, nicht durch Gasflaschen betrieben, sondern durch einen LPG-Gastank, den ich unterm Auto verbaut habe, bevor ich losgefahren bin. Hier einen Kühlschrank und da einen Kühlschrank. 2 Kühlschränke. 2 Kühlschränke. Und hier habe ich ein Waschbecken drunter. Das benutze ich aber eigentlich nie. Nur hier Sprühflasche mit Wasser und Spüli und damit abwasche. Ich? Nee, das Geschirr. Ich gehe unter die Dusche. Das spart halt eine Menge Wasser. Das hier ist mein Bett. Ist im Moment als Couch umgebaut. Ich kann das Ganze hier aufklappen. Und dann habe ich hier oben noch 2 Schaumstoffteile. Und dann wird das hier einfach umgeklappt. Und dann hat man hier 2 Meter Liegefläche. Ja, das hier ist der Westflügel. Da sind hier momentan, wie gesagt, Getränke und Campingstühle und noch diverse andere Teile, die hier abgestellt werden. Dreckwäsche da unten, die zum Waschen. Oben sind Lebensmittel drin, tägliche Sachen wie Kaffee, Agavendicksaft und was weiß ich nicht, alles was da oben drin ist. Diesen Standheizung habe ich hier. Das ist eine Planar, die russische Variante der Wächtersbacher. Für mich langt das hier vollkommen zum Leben. Ich habe hier drin alles, was ich brauche. Ich habe hier eigenes Internet im Bus, habe mir auch eine Xbox besorgt. So gesehen habe ich hier drin alles, was ich brauche. Für mich ist Glück, das machen zu können, was ich gerne machen möchte. Und dazu gehört unter anderem einfach mal nichts zu machen und sich dabei nicht schlecht zu fühlen. Als die Reise losging, war das meine größte Angst, allein zu sein. Irgendwo im Nirgendwo zu sein, im Bus hier und ganz allein zu sein. Ich bin mittlerweile sehr, sehr gerne alleine. Dafür bin ich sehr dankbar. Und auch, dass ich im Leben immer den Mut gefunden habe, das zu tun, was ich gerne tun möchte. Es braucht tatsächlich nicht viel. Nee, ich bin sogar schon, habe sehr, sehr viel Zeug, also locker die Hälfte von dem, was ich vor 3 Jahren mitgenommen habe, bin ich schon wieder los. Ich war im Sommer in Deutschland, 3 Müllsäcke voll mit Klamotten,
wieder entsorgt, weil ich die nie anhatte. Im Sommer ziehst du ja eh nicht viel an. Für mich persönlich die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, hier in diesen Bus zu ziehen. Auch wenn er hier und da seine Macken natürlich hat bei so einem alten Bus, da hast du immer mal wieder ein Problemchen. Das wird wohl auch nie aufhören. Einfach das Wissen, dass das hier mein Zuhause ist und dass egal wo ich bin, ich mein Zuhause immer dabei habe. Das Einzige, was sich verändert hat, ist das draußen. Hier drinnen ist immer alles gleich geblieben. Ich habe immer mein Bett dabei, ich habe immer meine Kopfkissen dabei, ich habe immer meine Bettdecke dabei, ich habe immer das dabei, was ich mag, was ich liebe, was mich gut schlafen lässt. Die Welt ist mein Vorgarten. Bereuen tue ich überhaupt gar nichts. Null. Ist natürlich nicht für jeden was. Für 2 Personen ist es halt schon dann auf Dauer eng hier drin. Wenn man sich wirklich lieb hat, dann geht das. Was wirklich nervt, ist das Bett machen bei mir im Bus, weil dadurch, dass das so um die Ecke geht, dauert das immer Ewigkeiten, bis da das Bett bezogen ist. Mal ausschütteln und dann kommst du dagegen und dagegen und dann das nervt halt schon. Oder wenn das Gas alle ist und ich dann hier rausfahren muss, mich hier rausbuddeln muss aus meiner schönen Ecke. Tägliche Alltagssituationen, die einfach nerven. Aber die gehören halt dazu. Wenn es mal zu lange regnet, dann kann das auch mal nerven. Aber im Grunde bin ich unheimlich gerne in meinem Bus und weiß auch meine Zeit zu nutzen, wenn ich da drin bin. Für mich persönlich kann problemlos 5 Tage in dem Bus bleiben, ohne den Bus zu verlassen, außer vielleicht mal um auf Toilette zu gehen. Und natürlich gibt es dann auch Momente, wo man sich dann vielleicht auch einen Partner wünscht und jemanden, mit dem man das teilen kann und jemand, in dem man einfach total verliebt ist. Aber sowas kommt einfach. Also das kann man nicht erzwingen und das habe ich jetzt auch gelernt. Die Liebe und das Singen, das kann man nicht erzwingen. Genau. Ja, aber ansonsten, wie ich ja schon erwähnt habe, gelernt, ganz gut mit mir selber klarzukommen, meine Gesellschaft zu genießen. Weißt du, was das Schlimmste an der Menschheit ist? Nee. Der Plural. Ja. Menschen im Einzelnen sind natürlich was anderes als Menschen in der Gruppe. Und sobald eine Gruppe von Menschen zusammen ist, kann eine sehr seltsame Dynamik entstehen, die sehr anstrengend sein kann, wie ich für mich empfinde. Und von daher meide ich halt schon seit längerem größere Menschenansammlungen, weil da einfach eine Energie vorherrscht, mit der ich nicht klarkomme, die ich auch nicht will für mich. Ja, deswegen lebe ich halt auch sehr zurückgezogen und viel für mich, weil ich das für mich einfach mag. Es gibt Menschen, die bezeichnen das als unsozial. Ich bezeichne es einfach als gesund, weil ich auch nicht Lust auf jeden Menschen habe. Und ich suche mir die Menschen aus, mit denen ich Zeit verbringen möchte einfach. Und diese Art von Egoismus, die gestehe ich mir einfach für mich zu. Und das bezeichne ich als gesunden Egoismus, dass ich einfach nur die Zeit mit den Menschen verbringen möchte, auf die ich Lust habe. Wenn dann keine Menschen da sind, auf die ich gerade Lust habe, mit denen Zeit zu verbringen, dann lasse ich es, dann bin ich alleine. Aber das muss letztlich jeder für sich selber entscheiden und da gibt es auch kein Patentrezept, wie man was verändern könnte, weil einfach jeder Mensch anders ist. Jeder ist ein Individuum. Natürlich gibt es mehr ängstlichere und mehr mutigere Menschen und die ängstlicheren Menschen sind dann eher die vielleicht jemanden brauchen, der sie führt. Und mutigere Menschen sind dann vielleicht die dann einfach selber führen oder ihren Weg gehen. Aber so ist jeder unterschiedlich. Ich bin so, wie ich bin. Jeder soll seinen eigenen Weg finden. Das hier ist meiner. So. Natürlich gibt es immer mal Momente, wo man sich ein bisschen Sorgen macht, sagen wir es mal so. Natürlich aufgrund der ganzen Situation momentan in der Welt macht man sich natürlich schon so seine Gedanken und da kommen natürlich auch mal ein paar negative Gedanken hoch und man denkt so, oh mein Gott, wie geht das weiter? Aber letztlich versuche ich einfach von Tag zu Tag zu leben, den Tag, den ich gerade lebe, zu genießen, so gut es geht, mir nicht zu viele Gedanken über die Zukunft zu machen, weil das macht einen eh nur kirre und die Zukunft ist ja auch eine Illusion. Bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als im Jetzt und Hier zu sein, den Moment zu genießen und
das versuche ich einfach. Ich habe hier alles, was ich brauche. Ich muss hier eigentlich nicht mehr weg. Mhm.